ranzoomen. Ja. Heute machen wir den Hafentag, weil es windet, das sieht man ja auch. Und wir laufen jetzt zum Fahrradverleih nach Thiessow und dann gucken wir uns mit dem Fahrrad ein bisschen das Dorf oder die Stadt an. Was wir die ganze Zeit noch ein bisschen beobachtet haben, die Ostsee ist ja kein Gezeitenrevier, sondern so eine Art Ausgleichsrevier, und wir haben jetzt ja einen Wind, der auf West gedreht hat, sodass das Wasser aus der Ostsee zurückgedrängt wird und wir deswegen niedrigeren Wasserstand haben. Kann man auch schön beobachten, da drüben an der Hafenmole, wie das Wasser eben unter, in Anführungszeichen, normal Null ist, und wir müssen dann ein bisschen die Leine halt anpassen und auch die Fender, dass es uns nicht gegen die Bordwand hier scheppert. Und das ist natürlich ein Gezeitenrevier eine ganz andere Hausnummer, aber auch hier muss ein bisschen sich drum kümmern. So, damit heißt die Fahrräder. Ja genau, also wir haben jetzt Fahrräder ausgeliehen und für uns geht es dann nachher in zwei verschiedene Richtungen. Mama und Kader machen eine kleine Tour und Simon und ich, also wir machen das auch. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Wird bestimmt cool, aber sehr windig. Eine Runde Starkwindfahrrad fahren, Richtung Gager geht's jetzt. Ah, Carla, was machst du noch? Hast du ein neues Fahrrad, oder? Nein, ich schließe das Mietfahrrad auf. Genau, müssen wir aufschließen. Führt gerade bis 35 bis 40 Knoten etwa. Und wir haben beschlossen, hinten ahnt man es schon, wir fahren da hinten Richtung Zickerschen Bergen, zu einem anderen Örtchen namens Gager. Und da wollen wir so ein bisschen auf den Zickerschen Bergen rumeiern. Und das ist eine Marina, die Marina Thiessow. Unverkennbar eigentlich ein Fischerhafen, ist auch immer noch vor allen Dingen ein Fischereihafen. Und so mit EU-Mitteln vor ein paar Jahren so ein bisschen umgebaut, auch noch als, ich sag mal, Yachthafen in Anführungszeichen. Aber es ist ziemlich coole Atmosphäre. Jetzt sind wir hier im Hafen, im Mönchgut, und wir haben jetzt Fahrräder ausgeliehen. Und dadurch, dass wir daheim ja auch mit dem Fahrrad fahren, ja, andere rennen am Mountainbike. Und jetzt haben wir so ein Darmfahrrad, auch sehr fresh, aber gute Schaltung ist drin. Und jetzt donnern wir mal über die Insel, 50 Kilometer, tatsächlich auf der Insel 500 Höhenmeter. Und jetzt mal gefahren und dann probieren wir, was geht. Das ist jetzt die Radautobahn, wo wir gerade sind. Also, wir sind reingefahren, da hinten überholen wir schon den ersten normalen
Stopp, es ist einfach zu warm und deswegen müssen wir uns jetzt ausziehen. Von hier haben wir jetzt auch nach hinten noch den Blick nach Thiessow, wo unser Boot im Hafen steht und hinten dran ist der Lotsenturm. Und das Ende von der ganzen Landzunge heißt Endhaken. Da wollen wir vielleicht für den Abend hinlaufen. Also wackelt alles. Wirklich ein bisschen scheiße, aber wir sind jetzt da. Ja, es fängt jetzt an zu pissen. Nicht cool. Was habt ihr gemacht? Fahrradfahren. Bei 40 Knoten. Ja, war wirklich richtiger Kampf. War's gut? Ja. Aber ihr habt ja Top-Räder, oder? Ja, voll kaputt. Also ihr wart ja gerade Radfahren in Mönchgut. Oh, richtig viel Wind, oder? Wie viel Wind haben wir? Also wir haben jetzt so 40 Knoten so ungefähr, aber das hat man auch gemerkt, vor allem wenn man direkt an der Küste entlang fährt. Da böst dann schon ziemlich ins Rad. 50 Kilometer, was habt ihr gefahren? Ja, so ungefähr. Ja. Also es ist ziemlich wild. Wir haben mal wieder natürlich ein Tief. Wir hatten nur ein paar Tage in Hoch und jetzt sind wir im Tief wie üblich, Sailingsomeday-Wetter. Und so schaut es jetzt so aus, aber ohne Ende gemütlich. Hier, Wechselsalon, rausgucken, Tässchen Tee und innen duschen. Eine ganz kleine, feine Innendusche. Bisschen umständlich vielleicht, aber cool, dass man die Möglichkeit hat. Und Simon ist gerade dabei, hier das neue Video hochzuladen. Genau, quasi während des Segels schon von der nächsten Episode. Gutes Thumbnail? Das finde ich hervorragend. Was machst du, Sarah? Da ist es leer. Oder da regnet es rein und deswegen muss ich es ablegen. Wir sind gerade unterwegs Richtung Klein Zicker und wir wollen dort eine Landzunge, die Endhaken heißt. Und dort wollen wir uns den Strand einmal anschauen. Servus Jungs.
Also wir sind jetzt gerade auf der Seite von Kleinzicker, gegenüber ist Großzicker, hinter uns Thiessow, wo wir herkommen, und da vorne die Landzunge, wo wir jetzt gleich hinlaufen, die heißt Endhaken. Da gucken wir, ob wir einmal außen rumlaufen können. Heute Abend kocht Simon für uns. Simon, Ja. was machst du Feines? Ich mache einen Linsencurry. Eigentlich ganz simpel, ich habe jetzt auch kein Rezept, aber einfach anschwitzen von Ingwer, Zwiebeln und Knoblauch. Danach ein bisschen mit Karotten und Paprika aufgießen. Die dann anbraten, anschwitzen lassen und dann das Ganze mit Brühe aufgießen, ankochen lassen, rote Linsen rein und am Ende noch mit Kokosmilch, Zitrone, wie auch ein kleines bisschen für die Süße, um eben die Schärfe vom Ingwer auszugleichen, Honig abschmecken. Und das Ganze wird dann in der Schüssel, im tiefen Teller serviert und dann kann man dazu noch mit Wraps, mit Dinkel, Vollkorn-Wraps oder wie auch immer, kann man damit dann auch dann dippen. Boah, das klingt mega lecker und wenn es auch nur anderen so schmeckt, wie es riecht. Sieht jetzt ein bisschen schwierig aus. Nee, gar nicht. Total cool. Und was haben wir gerade noch gemacht? Wir haben mal eine Duschaktion für alle gemacht. Wir haben ja so eine Innendusche und wenn natürlich 5 Leute hier durchgehen, hat aber ganz ordentlich funktioniert. Diese ganz kleine Waschraum, da hinten sieht man es im Spiegel, ist eine kleine Duschmöglichkeit. Hier kann man es eben einstecken. Da unten ist eine Absaugung und natürlich, wie es gehört für ein Boot. Hinterher wird dann einmal schön trocken gemacht. Die Böge nochmal auf. Auch auf der anderen Seite, damit hier schön alles trocken ist, bevor es dann wieder auf die Seereise geht. Aber hat ganz gut funktioniert. Und hier die Damen lassen sich bekochen. Und wir haben, genau. Wir haben tatsächlich jetzt noch 2 Stunden schönes Wetter. Vorher hat es 4-5 Stunden mal durchgeregnet. Und jetzt schaut es hier ganz nett aus. Zeit zum Wäsche ein bisschen trocknen. In 2 Stunden geht es nochmal richtig los im Regen. Dann regnet es die komplette Nacht durch. Das war's jetzt auch nach einer längeren Pause zum nächsten Video mit diesem Video. Nächstes Mal geht es dann weiter einmal um Rügen herum, bei Sassnitz vorbei, an den Kreidefelsen, die so ikonisch für diese Insel Rügen sind. Weiter dann in den Hafen von Klobe, wo wir auch erstmal eine Weile bleiben, um abzuwettern. Da kann man sich auf jeden Fall schon wieder auf viel Segeln freuen, wenn sie dann auch kommt. So,